Lektion 1. Anfrage am frühen Morgen. Ich muss eine Uhrzeit für meinen Termin am Morgen angeben. Um wie viel Uhr denkst du? Ich glaube, ich werde es für 6:30 Uhr anfragen. Das klingt vernünftig. Der frühe Morgen kann ruhig und produktiv sein. Genau. Außerdem habe ich danach den Rest des Tages zur freien Verfügung. Kluger Schachzug. Hast du alles für das Treffen vorbereitet? Fast. Ich muss nur ein paar Details finalisieren. Stellen Sie sicher, dass Ihre Präsentation bereit ist. Es ist immer gut, vorbereitet zu sein. Definitiv. Ich werde heute Abend alles noch einmal überprüfen. Lektion 2. Den Erfolg sicherstellen. Wir sollten Spezialisten in Betracht ziehen, um den Erfolg unseres Projekts sicherzustellen. Fair genug. Ihr Fachwissen könnte wirklich einen Unterschied machen. Genau. Erfahrene Fachleute können uns effektiv leiten. In welchen Bereichen brauchen wir Ihrer Meinung nach am meisten Hilfe? Ich glaube, Marketing und Design sind entscheidend für unsere Öffentlichkeitsarbeit. Einverstanden. Lassen Sie uns auch unser Budget für die Einstellung dieser Spezialisten besprechen. Richtig. Wir müssen Kosten und Qualität in Einklang bringen, um unsere Wirkung zu maximieren. Unbedingt. Ein gut geplantes Budget kann uns auf Erfolgskurs bringen. Lassen Sie uns einen Vorschlag ausarbeiten und unsere Bedürfnisse skizzieren. Lektion 3. Vertrauensbildung durch Marketing. Ich denke, Marketing ist entscheidend, um das Vertrauen der Kunden aufzubauen. Unbedingt. Es gibt den Ton an, wie Kunden eine Marke wahrnehmen. Richtig. Vertrauen kann zu Kundenbindung führen, was von unschätzbarem Wert ist. Definitiv. Welche Strategien eignen sich Ihrer Meinung nach am besten, um dieses Vertrauen aufzubauen? Ich glaube, Transparenz und Authentizität sind entscheidend. Kunden schätzen Ehrlichkeit. Ich stimme zu. Das Teilen von Inhalten hinter den Kulissen kann eine Marke wirklich humanisieren. Ja. Und wenn Sie auf Kundenfeedback antworten, zeigen Sie, dass Sie deren Meinung schätzen. Genau. Die Interaktion mit Kunden in sozialen Medien kann eine starke Community fördern. Das kann es wirklich. Eine treue Community wird oft zum besten Fürsprecher einer Marke. Lektion 4. Familiäre Verbindungen. Mein Cousin ist viel älter als ich, also haben wir nicht viel gemeinsam. Das kann passieren. Altersunterschiede können Interessen und Erfahrungen beeinflussen. Genau. Aber Sie haben einen Sohn, der genauso alt ist wie ich. Das ist interessant. Das muss bei Familienfeiern eine einzigartige Dynamik erzeugen. Das tut es. Manchmal verbinden wir uns über ähnliche Erfahrungen, trotz des Altersunterschieds. Das ist großartig. Gemeinsame Interessen können die Lücke definitiv überbrücken. Ja. Außerdem macht es Spaß zu sehen, wie verschiedene Generationen denken. Lektion 5. Optionen finden. Okay, ich werde sofort nach geeigneten Optionen suchen. Das klingt gut.
Wonach suchen Sie konkret? Ich muss Veranstaltungsorte für die bevorstehende Veranstaltung finden, die wir planen. Großartig. Erwägen Sie Optionen für den Innen- oder Außenbereich. Ich denke, drinnen wäre es sicherer, besonders bei unvorhersehbarem Wetter. Kluge Wahl. Veranstaltungsorte in Innenräumen können auch mehr Kontrolle über die Umgebung bieten. Genau. Ich werde heute nach Verfügbarkeit und Preisen suchen. Lektion 6. Gruselige Krabbeltiere. Ich habe gestern einen riesigen Tausendfüßler gesehen und ich finde ihn hässlich. Oh nein, ich stimme zu. Sie haben so viele Beine und bewegen sich sehr schnell. Ja, es ist fast beunruhigend, wie schnell sie herumrutschen. Richtig. Sie können ziemlich überraschend sein, wenn man sie am wenigsten erwartet. Ich frage mich immer, wie sie es schaffen, sich mit so vielen Beinen zu bewegen. Es ist faszinierend, aber ein bisschen gruselig. Die Natur hat sicherlich ihre Macken. Definitiv. Ich bevorzuge es, wenn meine Insekten etwas weniger einschüchternd sind. Lektion 7. Kunstabenteuer. Ich habe gehört, dass es ein großartiger Ort für einen Besuch ist. Ich freue mich, die Kunstwerke zu sehen. Unbedingt. Die Galerie hat eine beeindruckende Sammlung. Auf welchen Künstler freust du dich am meisten? Ich kann es kaum erwarten, die Abteilung für moderne Kunst zu sehen. Sie regt immer so zum Nachdenken an. Ich mag auch moderne Kunst. Es stellt traditionelle Perspektiven wirklich in Frage. Genau. Es ist erstaunlich, wie Kunst verschiedene Emotionen hervorrufen kann. Ganz gewiss. Ich liebe es auch, neue Künstler und ihre einzigartigen Stile zu entdecken. Lektion 8. Abenteuer im Bereich Kunstbedarf. Das ist ein Bonus. Gibt es noch andere Geschäfte für Künstlerbedarf, die du magst? Unbedingt. Ich liebe es, den örtlichen Handwerksladen zu besuchen. Sie haben eine große Auswahl. Oh, davon habe ich gehört. Haben Sie Spezialfarben? Ja, sie haben alles von Wasserfarben bis hin zu Acrylfarben. Was ist mit dir? Ich bevorzuge die große Ladenkette. Sie haben oft Verkäufe von Großartikeln. Das ist klug. Wenn Sie in großen Mengen kaufen, können Sie viel Geld sparen. Genau. Außerdem liebe ich es, neue Tools zum Experimentieren zu finden. Lektion 9. Physik und Innovation. Wurde angenommen, dass eine seltsam aussehende neue Methode, um die Messlatte zu räumen, auf Physik beruhte? Ja, viele dachten, es sei eine kluge Anwendung physikalischer Prinzipien. Es ist faszinierend, wie die Wissenschaft Sporttechniken beeinflussen kann. Unbedingt. Winkel und Impuls zu verstehen, kann einen großen Unterschied machen. Richtig. Es ist, als würde man Kunst auf einzigartige Weise mit Leichtathletik verbinden. Genau. Ich bewundere, wie Innovation von unerwarteten Orten kommen kann. Es ist inspirierend. Wer weiß, welche anderen Durchbrüche wir sehen könnten. Lektion 10. Marketingerfolg.
Kunden lieben die neue Anzeige. Es sorgt für Aufsehen. Hervorragend. Was hat Ihrer Meinung nach bei Ihnen am meisten Anklang gefunden? Ich glaube, dass das emotionale Geschichtenerzählen wirklich mit dem Publikum verbunden ist. Das macht Sinn. Menschen beziehen sich oft mehr auf persönliche Geschichten. Genau. Also, was ist unser nächster Schritt, um das Momentum aufrechtzuerhalten? Ich denke, wir sollten eine Folgekampagne planen, um das Engagement aufrechtzuerhalten. Tolle Idee. Vielleicht können wir als nächstes nutzergenerierte Inhalte integrieren. Lektion 11. Vorwärts. Ich glaube, das ist eine vernünftige Lösung. Lassen Sie uns dann mit der Partnerschaft fortfahren. Unbedingt. Es scheint eine Win-Win-Situation für beide Seiten zu sein. Genau. Was sind die nächsten Schritte, die wir unternehmen sollten? Wir sollten eine formelle Vereinbarung ausarbeiten, in der unsere Rollen und Verantwortlichkeiten dargelegt werden. Gute Entscheidung. Klare Erwartungen helfen, Missverständnisse zu vermeiden. Richtig. Es ist wichtig, von Anfang an ein solides Fundament zu schaffen. Lassen Sie uns auch einen Zeitplan für die Implementierung festlegen. Lektion 12. Rechtsstaatlichkeit. Ich habe mir dieses Konzept der Rechtsstaatlichkeit ausgeliehen, um über die zivilisierte Gesellschaft zu diskutieren. Das ist ein faszinierendes Thema. Wie unterscheidet es sich Ihrer Meinung nach von Barbarei? Nun, die Rechtsstaatlichkeit bietet Struktur und Schutz für alle. Genau. Es stellt sicher, dass die Gerechtigkeit fair und konsequent angewendet wird. Richtig. Ohne sie könnte die Gesellschaft leicht im Chaos versinken. Definitiv. Es ist ein grundlegender Aspekt einer stabilen Gemeinschaft. Ich denke, das ist auch wichtig, um das Vertrauen der Bürger zu stärken. Lektion 13. Perfekte Passform. Hier ist eine größere Größe. Bitte probieren Sie es an. Wow, das fühlt sich viel besser an. Mir gefällt auch die Länge. Es passt wirklich zu deinem Stil. Bevorzugst du normalerweise längere Outfits? Ja, sie geben mir ein eleganteres Aussehen. Was ist mit dir? Ich bevorzuge einen taillierten Look. Er fühlt sich maßgeschneiderter und schärfer an. Das macht Sinn. Schneiderei kann ein Outfit richtig aufwerten. Unbedingt. Es ist erstaunlich, wie die richtige Passform das Selbstvertrauen stärken kann. Lektion 14. Perspektiven wechseln. Ich fand es unnatürlich, wenn nicht sogar unmoralisch, Frauen die Teilnahme am Sport zu gestatten. Das ist eine veraltete Ansicht. Heute wird die Teilnahme von Frauen gefeiert. Genau. Es ist ermutigend zu sehen, wie sich Frauen in verschiedenen Sportarten auszeichnen. Ja, es fördert Gleichheit und inspiriert zukünftige Generationen. Ich stimme zu. Sportlerinnen durchbrechen jeden Tag Barrieren. Definitiv. Sie konkurrieren nicht nur, sie verändern auch die Wahrnehmung. Es ist erfrischend zu sehen, wie sich die Gesellschaft auf diese Weise entwickelt. Lektion 15. Hobbys und Leidenschaften.
Das ist wunderbar. Gibt es irgendwelche Hobbys, die du außerhalb der Arbeit genießt? Ich liebe es zu malen. Es ist so eine großartige Art, mich auszudrücken. Das klingt unglaublich. Was malst du gerne? Hauptsächlich Landschaften und abstrakte Kunst. Es hilft mir, mich zu entspannen. Ich kann das nachvollziehen. Ich fotografiere gerne. Momente festzuhalten ist so lohnend. Das ist ein fantastisches Hobby. Bevorzugst du Naturfotografie? Ja, besonders in den Bergen. Es hat etwas Magisches. Lektion 16. Historische Einblicke. 1812 bestand Kanada aus einer kleinen Anzahl britischer Kolonien nördlich der USA. Das ist faszinierend. Wie hat sich Kanada von diesem Zeitpunkt an entwickelt? Es expandierte allmählich durch Konföderation und Einwanderung. Interessant. Das muss seine Kultur maßgeblich geprägt haben. Unbedingt. Die Mischung der Kulturen ist eine der Stärken Kanadas. Ja, es ist erstaunlich, wie die Geschichte die heutige Gesellschaft beeinflusst. Und das Verständnis dieser Geschichte hilft uns, Vielfalt zu schätzen. Lektion 17. Selbstvertrauen wiederherstellen. Es ist wichtig, das Vertrauen in unsere Demokratie wiederherzustellen. Unbedingt. Vertrauen in das System ist entscheidend für eine gesunde Gesellschaft. Was sind Ihrer Meinung nach die besten Möglichkeiten, dies zu erreichen? Informiert zu bleiben und das bürgerschaftliche Engagement zu fördern, ist von entscheidender Bedeutung. Ich stimme zu. Aktive Teilnahme kann demokratische Werte stärken. Ja, es schafft ein Gefühl von Eigenverantwortung und Verantwortung. Und der Dialog zwischen den Bürgern kann das Verständnis fördern. Lektion 18. Reisen in der Stadt. Hey Anna, ist dir aufgefallen, wie viele Obdachlose in letzter Zeit in die Städte gezogen sind? Hab ich. Das ist ziemlich alarmierend, nicht wahr? Warum glauben Sie, wählen Sie städtische Gebiete? Ich glaube, sie hoffen, Beschäftigungsmöglichkeiten zu finden, aber es ist oft schwieriger als erwartet. Genau. Viele Grundbesitzer wollen sie nicht einstellen, was es noch schwieriger macht. Es ist herzzerreißend, sie wandern von Ort zu Ort und suchen nach einer Chance. Stimmt, und der Mangel an bezahlbarem Wohnraum verschärft das Problem nur. Ich frage mich, ob die Städte mehr tun könnten, um diese Menschen zu unterstützen. Das ist ein großartiger Punkt. Es sollte Programme geben, die ihnen helfen, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Ja, vielleicht könnten Berufsausbildungsinitiativen ihnen die notwendigen Fähigkeiten vermitteln. Und auch die Unterstützung der psychischen Gesundheit ist von entscheidender Bedeutung. Viele stehen vor psychologischen Herausforderungen. Unbedingt. Es ist ein komplexes Problem, das eine facettenreiche Lösung erfordert. Ich stimme zu, aber es beginnt damit, ihre Notlage zu verstehen und sich für Veränderungen einzusetzen. Richtig. Wenn sich mehr Menschen dessen bewusst wären, könnte es vielleicht zu einer Änderung der Einstellungen kommen. Bildung ist der Schlüssel. Wir müssen andere über die Realitäten informieren, mit denen sie konfrontiert sind. Definitiv.
Gespräche wie diese helfen, das Bewusstsein zu schärfen, findest du nicht? Ganz gewiss. Es ist wichtig, den Dialog am Laufen zu halten und das Problem nicht zu ignorieren. Ich freue mich, dass wir darüber diskutieren. Bewusstsein ist der erste Schritt zum Handeln. Lektion 19. Resilienz im Leben. Guten Morgen, Anna. Weißt du, Herausforderungen zu begegnen hat mir wirklich Resilienz beigebracht. Das ist interessant, John. Wie bist du darauf gekommen, das zu erkennen? Nun, ich musste mich in letzter Zeit schnell an unerwartete Situationen anpassen. Anpassungsfähigkeit ist eine so wichtige Fähigkeit. Kannst du ein Beispiel nennen? Sicher. Letzten Monat wurde meine Projektfrist plötzlich verschoben. Oh wow, das klingt stressig. Was hast du gemacht? Ich habe meinen Zeitplan neu organisiert und Aufgaben priorisiert, um die neue Frist einzuhalten. Das ist beeindruckend. Das muss hart gewesen sein, aber du hast es geschafft. Es war nicht einfach, aber ich habe gelernt, dass eine vorausschauende Planung wirklich helfen kann. Unbedingt. Planung ist unerlässlich, besonders wenn die Dinge nicht wie erwartet laufen. Genau. Und Veränderungen anzunehmen kann neue Möglichkeiten eröffnen. So wahr. Ich denke, es geht nur darum, die richtige Denkweise zu haben, nicht wahr? Ja, ein positiver Ausblick macht in schwierigen Zeiten einen großen Unterschied. Ich stimme voll und ganz zu. Herausforderungen können eher Sprungbretter als Hindernisse sein. Definitiv. Jede Erfahrung trägt zu unserer Stärke und Weisheit bei. Gut gesagt. Die Unvorhersehbarkeit des Lebens kann zu persönlichem Wachstum führen. Ja, ich freue mich darauf, was die Zukunft bereithält, unabhängig von den Herausforderungen. Lektion 20. Die digitale Debatte. Hallo Anna, hast du bemerkt, wie Unternehmen auf Social-Media-Werbung umsteigen? Ja, es ist faszinierend. Denken Sie, dass dies der effektivste Weg ist, Kunden zu erreichen? Ich glaube, es kann sein, aber es hängt von der Zielgruppe ab, oder? Unbedingt. Jüngere Verbraucher sind online oft engagierter. Genau. Aber was ist mit älteren Bevölkerungsgruppen? Reagieren sie gut auf digitale Werbung? Das ist eine gute Frage. Sie bevorzugen möglicherweise traditionelle Medien wie Fernsehen oder Printmedien. Stimmt. Es ist wichtig, Werbestrategien für verschiedene Altersgruppen maßzuschneidern. Und der Einsatz von Analysen kann Unternehmen helfen, ihr Publikum besser zu verstehen. Ganz gewiss. Datengestützte Entscheidungen können die Effektivität des Marketings verbessern. Es ist, als würde man für jeden Kunden ein personalisiertes Erlebnis schaffen, nicht wahr? Ja, Personalisierung kann das Engagement und die Konversionsraten erheblich erhöhen. Ich frage mich, ob Unternehmen genug in Schulungen für digitales Marketing investieren. Das ist lebenswichtig. Auf dem heutigen Markt ist es unerlässlich, mit den Trends Schritt zu halten. Definitiv. Die digitale Landschaft entwickelt sich so schnell. Kontinuierliches Lernen ist der Schlüssel. Ich bin gespannt, ob wir erwägen sollten, bald einen Spezialisten für digitales Marketing einzustellen. Lektion 21.
Timing beim Einkaufen. Hey Anna, meinst du, wir sollten bald einkaufen gehen? Ja, auf jeden Fall. Ich gehe lieber früh, bevor es zu voll wird. Hört sich gut an. Was kaufst du normalerweise zuerst? Ich beginne immer mit frischen Produkten. Sie sind für gesunde Mahlzeiten unerlässlich. Gute Wahl. Ich liebe es, reifes Obst und Gemüse auszusuchen. Das gleiche hier. Und vergiss nicht, nach saisonalen Artikeln zu suchen. Sie sind oft günstiger. Oh, das ist ein toller Tipp. Ich liebe es, neue saisonale Rezepte auszuprobieren. Ich auch. Es begeistert mich dafür, gesund zu kochen und zu essen. Was steht heute auf deiner Liste? Ich brauche ein paar Snacks und das Nötigste. Ich nehme ein paar Körner und Proteine. Sie sind das Rückgrat meiner Mahlzeiten. Toller Plan. Stellen wir sicher, dass wir uns an die Liste halten, um Impulskäufe zu vermeiden. Unbedingt. Es ist leicht, sich von all diesen verlockenden Gegenständen ablenken zu lassen. Ich weiß, oder? Aber konzentriert zu bleiben hilft uns, Geld zu sparen. Ja, außerdem kommen wir schneller rein und raus, wenn wir auf dem richtigen Weg bleiben. Genau. Treffen wir uns in etwa einer Stunde im Supermarkt. Lektion 22. Lieferdetails. Hallo Anna, hast du die Lieferdetails für die Handtücher und Kissen festgelegt? Ja, habe ich. Ich werde diese Artikel in die nächste Lieferung aufnehmen. Perfekt. Es ist wichtig, dass sie pünktlich ankommen. Unbedingt. Ich überprüfe die Adressen noch einmal, um Verwechslungen zu vermeiden. Gut überlegt. Fehler können zu Verzögerungen und Unzufriedenheit der Kunden führen. Genau. Wir möchten, dass unsere Kunden zufrieden und informiert sind. Kommunikation ist der Schlüssel. Das Senden von Updates kann Ihre Erfahrung verbessern. Ja, und das Anbieten von Tracking-Informationen hilft Ihnen, die Kontrolle zu haben. Ganz gewiss. Es geht darum, Vertrauen bei unseren Kunden aufzubauen. Ich stimme zu. Ein zuverlässiger Service kann zu wiederholten Aufträgen und Empfehlungen führen. Lassen Sie uns dies zu einer Priorität machen. Konsistenz ist in unserer Branche von entscheidender Bedeutung. Definitiv. Ich sorge dafür, dass alles für eine reibungslose Lieferung organisiert ist. Großartig! Ich bin zuversichtlich, dass dies uns helfen wird, einen positiven Ruf aufrechtzuerhalten. Lektion 23. Dilemmas in der Landwirtschaft. Hey Anna, hast du darüber nachgedacht, was Familien tun, wenn sie kein bezahlbares Ackerland finden? Das ist eine schwierige Situation, John. Viele Familien könnten Schwierigkeiten haben, sich ohne Land zu etablieren. Genau. Es ist frustrierend, wenn Ackerland entweder nicht verfügbar oder zu teuer ist. Ja, sie müssen möglicherweise alternative Lebensgrundlagen in Betracht ziehen oder in ein anderes Gebiet ziehen. Stimmt. Ein Umzug kann jedoch entmutigend sein, insbesondere für Familien mit tiefen Wurzeln. Ich stimme zu. Es ist eine gemeinsame Entscheidung, die sich auf alle im Haushalt auswirkt.
Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten? Sie sollten Beschäftigungsmöglichkeiten, Lebenshaltungskosten und Unterstützung durch die Gemeinschaft abwägen. Gemeinschaft ist lebenswichtig. Ein unterstützendes Umfeld kann den Unterschied ausmachen. Unbedingt. Es hilft Familien, sich bei schwierigen Übergängen sicherer zu fühlen. Und wie sieht es mit der Bildung Ihrer Kinder aus? Das ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Ja, der Zugang zu hochwertigen Schulen kann ihre Standortwahl stark beeinflussen. Es ist ein komplexes Netz von Entscheidungen, nicht wahr? Jeder Faktor spielt eine Rolle. Definitiv. Sie müssen all diese Punkte gründlich besprechen, bevor Sie handeln. Ich bewundere Familien, die so schwierige Entscheidungen treffen, bei denen so viel auf dem Spiel steht. Lektion 24. Entscheidungsduo. Hallo Anna, musstest du schon einmal eine gemeinsame Entscheidung in einer wichtigen Angelegenheit treffen? Ja, habe ich. Es kann eine ziemliche Herausforderung sein, besonders bei unterschiedlichen Meinungen. Ich weiß, was du meinst. Wie gehst du mit solchen Situationen um? Normalerweise beginne ich damit, alle Vor- und Nachteile jeder Option aufzulisten. Das ist eine kluge Strategie. Sie hilft dabei, den besten Weg in die Zukunft zu finden. Genau. Und es ist wichtig, die Kommunikation während des gesamten Prozesses offen zu halten. Unbedingt. Einander zuzuhören kann zu besseren Ergebnissen führen. Fällt es Ihnen leichter, alleine oder mit jemand anderem Entscheidungen zu treffen? Kommt drauf an. Manche Entscheidungen sind für sich genommen einfach, während andere von der Zusammenarbeit profitieren. Ich stimme zu. Teamarbeit kann vielfältige Perspektiven und Ideen einbringen. Haben Sie jemals einen Kompromiss gefunden, der Sie überrascht hat? Ja, sobald wir eine Lösung gefunden haben, die keiner von uns ursprünglich in Betracht gezogen hat. Das ist fantastisch. Es zeigt, wie Teamwork die Kreativität fördern kann. Genau. Es geht darum, aufgeschlossen und flexibel zu sein. Ich finde es toll, wie Diskussionen zu unerwarteten Erkenntnissen führen können. Lektion 25. Grundlagen der Kommunikation. Hey Anna, wenn ich mit Leuten spreche, habe ich oft viele Fragen und Wünsche. Das ist interessant. Wie stellen Sie sicher, dass das Gespräch reibungslos abläuft? Ich versuche aktiv zuzuhören und aufmerksam auf das zu reagieren, was sie sagen. Das ist der Schlüssel. Aktives Zuhören hilft, Beziehungen und Vertrauen aufzubauen. Ja, und ich achte auch darauf, meine Gedanken klar und höflich auszudrücken. Definitiv. Klarheit kann Missverständnissen und Verwirrung vorbeugen. Denken Sie, dass es in Gesprächen hilft, offene Fragen zu stellen? Unbedingt. Es regt zu tieferen Diskussionen an und enthüllt mehr Erkenntnisse. Genau. Ich versuche immer, eine angenehme Atmosphäre für den Dialog zu schaffen. Das ist wichtig. Menschen teilen eher, wenn sie sich sicher fühlen. Und denk dran, es geht nicht nur ums Reden, es geht darum, sich zu verbinden. Ja, echte Verbindungen fördern insgesamt eine bessere Kommunikation. Ich freue mich, dass wir darüber sprechen.
Es ist entscheidend für persönliche und berufliche Beziehungen. Lektion 26. Fitnessfokus. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit etwas Krafttraining in meine Routine aufgenommen. Das ist toll zu hören. Wie oft machst du das? Ich versuche es ungefähr 3-mal pro Woche einzubauen. Es ist herausfordernd, aber lohnend. Wow, das erfordert Hingabe. Normalerweise strebe ich selbst 2-mal pro Woche an. Das ist immer noch beeindruckend. Wie bleibst du motiviert, weiterzumachen? Ich mische die Dinge mit verschiedenen Übungen ab, um es interessant zu halten. Das ist ein kluger Ansatz. Abwechslung kann Langeweile und Plateaus vorbeugen. Genau. Und ich setze mir kleine Ziele, um meine Fortschritte im Laufe der Zeit zu verfolgen. Ziele sind Essenziel. Sie geben dir etwas, auf das du hinarbeiten kannst. Ja, und kleine Siege zu feiern, motiviert mich auch. Unbedingt. Es ist wichtig, dass du deine Erfolge auf diesem Weg anerkennst. Ich stimme zu. Fitness ist eine Reise, und jeder Schritt zählt. Gut gesagt. Ermutigen wir uns gegenseitig, aktiv und gesund zu bleiben. Lektion 27. Geduld zahlt sich aus. Hallo Anna, ich habe gehört, dass die Fertigstellung einiger Projekte ein paar Wochen bis zu einem Monat dauert. Ja, das stimmt. Es kann frustrierend sein, aber Geduld ist in solchen Fällen unerlässlich. Wow, das erfordert wirklich Geduld. Wie kommst du mit diesen Wartezeiten zurecht? Ich versuche, mich auf die erzielten Fortschritte zu konzentrieren, auch wenn sie langsam sind. Das ist eine großartige Denkweise. Es hilft, die Motivation am Leben zu erhalten. Genau. Ich nutze die Zeit auch, um die nächsten Schritte zu planen. Klug. Eine frühzeitige Vorbereitung kann den Übergang reibungsloser gestalten. Und es ist wichtig, uns daran zu erinnern, dass Qualitätsarbeit Zeit braucht. Unbedingt. Eile kann zu Fehlern und schlechten Ergebnissen führen. Ja, und ein wenig Geduld kann am Ende zu viel besseren Ergebnissen führen. Ich denke, es geht darum, die Dringlichkeit mit dem Qualitätsbedürfnis in Einklang zu bringen. Lektion 28. Einblicke in die Reiseroute. Hey Anna, hast du angefangen, unsere bevorstehende Reise zu planen? Hab ich. Ich denke, wir sollten eine Reiseroute erstellen, die es uns ermöglicht, das Beste aus unserer Zeit zu machen. Das klingt toll. Welche Orte schweben dir vor? Ich dachte, wir könnten die historischen Stätten und vielleicht einige lokale Märkte besuchen. Perfekt. Lokale Märkte sind eine fantastische Möglichkeit, die Kultur zu erleben. Genau. Außerdem können wir leckeres Streetfood probieren, während wir dort sind. Lecker. Was ist mit Aktivitäten? Sollen wir ein paar lustige Ausflüge planen? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, Wandern und eine Stadtführung wären aufregend. Wandern ist eine tolle Idee. Wir können die Landschaft genießen und uns bewegen. Genau. Und eine Führung könnte uns helfen, mehr über die Geschichte der Region zu erfahren.
Guter Punkt. Sollen wir auch etwas Freizeit für spontane Abenteuer einplanen? Ja, das ist unerlässlich. Es ermöglicht uns, zu erkunden, ohne uns gehetzt zu fühlen. Einverstanden. Wenn Sie geplante Aktivitäten mit Freizeit in Einklang bringen, wird es unterhaltsam bleiben. Unbedingt. Lassen Sie uns die Details finalisieren und eine Checkliste für die Reise erstellen. Klingt nach einem Plan. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam zu erkunden und Erinnerungen zu sammeln. Lektion 29. Abenteuer am Straßenrand. Guten Morgen, Anna. Hast du jemals über die Freiheit nachgedacht, eine malerische Fahrt zu unternehmen? Ja, ich liebe es. Sie können den Fahrer bitten, an einer sicheren Stelle anzuhalten. Genau. Es macht die Reise angenehmer und spontaner. Ich stimme zu. Unterwegs versteckte Juwelen zu entdecken ist immer ein Vergnügen. Was ist der denkwürdigste Stopp am Straßenrand, den du je gemacht hast? Ich habe einmal an einem atemberaubenden Aussichtspunkt mit einem atemberaubenden Wasserfall angehalten. Das klingt unglaublich. Ich liebe es, wenn uns die Natur so überrascht. Ja, und wir haben dort sogar ein Picknick gemacht. Es war so erfrischend. Ein Picknick macht alles besser. Ich esse gerne im Freien. Ich auch. Es fühlt sich jedes Mal wie ein Abenteuer an, wenn wir in der Natur speisen. Definitiv. Denkst du, wir sollten bei unserer nächsten Reise ein paar spontane Stopps einplanen? Unbedingt. Das wird die Reise unterhaltsamer und unvergesslicher machen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und zu sehen, welche Überraschungen uns erwarten. Lektion 30. Familienliebe. Hallo Anna, ich wollte mit meiner Tochter teilen, wie sehr ich jeden Moment liebe. Das ist wunderbar, John. Kinder bringen so viel Freude in unser Leben. Das tun sie wirklich. Ich verstehe allerdings, dass Max anfangs eine Handvoll war. Oh, auf jeden Fall. Aber diese Herausforderungen führen oft zu den besten Erinnerungen. Genau. Sobald du die schweren Zeiten überstanden hast, strahlt die Freude durch. Ja, und ihr Lachen macht alle Kämpfe lohnenswert. Ich liebe es, wie sie die Welt mit so viel Staunen und Neugier sehen. Ich auch. Es erinnert uns daran, die kleinen Dinge im Leben zu schätzen. Unbedingt. Jeder Moment, den ich mit ihnen verbringe, ist ein Schatz. Und wenn sie wachsen, können wir ihre Entwicklung und Erfolge miterleben. Das ist der beste Teil. Zu sehen, wie sie lernen und wachsen, erfüllt mein Herz mit Stolz. Lektion 31. Die Entwicklung der Natur. Hey Anna, wusstest du, dass der Banff-Nationalpark als 26 Quadratkilometer großes Reservat mit heißen Quellen begann? Wirklich. Das ist faszinierend. Es ist unglaublich, wie es sich im Laufe der Jahre erweitert hat. Ja, jetzt besteht es aus über 6600 Quadratkilometern atemberaubender Landschaften. Beeindruckend. Die Vielfalt der Natur dort ist einfach umwerfend. Genau. Von Bergen bis zu Seen, jede Ecke ist ein neues Abenteuer.
Und die Tierwelt ist unglaublich. Hast du jemals welche bei deinem Besuch gesehen? Hab ich. Ich habe einmal Elche und sogar einen Bären aus sicherer Entfernung gesehen. Das klingt berauschend. Die Natur hat so viel zu bieten, wenn wir uns die Zeit nehmen, sie zu erkunden. Unbedingt. Jeder Besuch enthüllt etwas Neues und Ehrfurchtgebietendes. Ich finde es toll, wie Nationalparks uns ermutigen, die Natur zu schätzen und zu schützen. Ja, sie erinnern uns an die Schönheit und Bedeutung unserer Umwelt.